Hallo! Im heutigen Video werde ich den DREAME D20 Plus auspacken und wir schauen uns alles an, was darin enthalten ist. Okay, wie ihr sehen könnt, ist hier die Verpackung und wir schneiden sie jetzt auf, um all die Dinge darin zu sehen. Okay, und los geht's. Das erste ist diese Kurzanleitung, die, denke ich, ziemlich nützlich sein wird. Es ist im Grunde alles dabei, was man braucht, wenn man nicht allzu viel benötigt, aber schaut euch gerne andere Videos auf unserem Kanal an, um detailliertere Videoanleitungen dazu zu sehen. Dann ist hier eine Rampe, damit der Roboter in die Station fahren kann. Die bringen wir später an. Es wird ein Video dazu geben, wie man es einrichtet, sodass ihr alles im Detail sehen werdet, was ihr tun müsst. Dann gibt es hier ein Ladekabel, wie wir hier sehen können. Und nun dann der Rest der Dinge ist hier versteckt. Da ist das hier. Ich glaube, das sind nur die hier markierten Teile des Roboters. Nein, eigentlich es sind Abbildungen für das Handbuch, glaube ich. Also ja, das ist auch ziemlich nützlich. Dann das Wischpad, damit dein Roboter wischen kann. Man kann, glaube ich, nein, man kann kein Wasser hineinfüllen. Das heißt, man füllt Wasser in die Station und sie füllt den Roboter automatisch auf. Aber es gibt diesen Aufsatz, den man abnehmen kann, um das Wischpad zu reinigen. Und es wird auch empfohlen, das Pad anzufeuchten, bevor man mit dem Wischen beginnt. Nun, da sind noch ein paar andere Dinge. Okay. Wenn ich es hier öffne, ist da ein Staubbeutel für unsere Ladestation, denn sie kann den Staub automatisch aus dem Staubbehälter des Roboters entfernen und in den Staubbeutel befördern, der in die Ladestation eingesetzt wird. Nun, der Roboter ist da, also nehme ich ihn erst einmal heraus. Ich werde ihn mir gleich ansehen. Ich habe hier vor der Kamera einfach nicht genug Platz. Aber schauen wir uns erst einmal den Rest des Kartons an. Da ist also die Station, die Ladestation, die ich in Weiß bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es noch andere Farben gibt, aber nun ja, wenn Sie planen, diesen Roboter zu kaufen, wissen Sie wahrscheinlich, welche Farben verfügbar sind. Also holen wir die Station heraus. Und das war alles im Karton, also werde ich den Karton einfach beiseite stellen. Lassen Sie uns die Station aus dieser Verpackung nehmen und wir werden uns auch alle Details der Station ansehen, was da ist. Okay, das ist also die Station. Sie hat hier die Reinigungskontakte. Dann hat sie diesen Teil. Entschuldigung, es sind Ladekontakte. Dann gibt es diesen Teil, damit der Roboter sie finden kann. Nun, bei diesen Teilen geht es höchstwahrscheinlich um die Staubentfernung. Wie sich herausstellt, gibt es kein Wasser in der Station. Sie müssen es in Ihren Roboter füllen, aber das sehen wir gleich. Hier ist nur das Einzige, was Sie bekommen, ist der bereits installierte Staubeutel. Der andere im Karton ist also ein Ersatz. Und das war es im Grunde. An der Rückseite der Station befindet sich nur der Anschluss für das Netzkabel. Und jetzt können Sie die Rampe anbringen, wie ich vorhin sagte, damit der Roboter leicht darauf gleiten kann. Und jetzt kommen wir zum Roboterteil, wie ich vorhin sagte. Ich werde die Station beiseite stellen und jetzt... Okay, das hier wird also unser Roboter sein.
Ich zeige Ihnen alle Dinge des Roboters, die Sie wissen sollten. Also da ist die Navigation oben drauf. Das, wie ich sehen kann, lässt sich nicht herunterklappen. Manchmal lässt es sich herunterklappen, damit er unter Möbel mit geringerer Bodenfreiheit fahren kann, aber in diesem Fall leider nicht. Dann denken Sie daran, auf beiden Seiten diese Stoßfängerschutzvorrichtungen hier zu entfernen, denn sonst wird der Roboter Hindernissen nicht effizient ausweichen. Dann haben wir die Sensoren an der Vorderseite und an der Seite. Auf der anderen Seite gibt es keinen Sensor, aber das ergibt Sinn. Die rechte Seite ist die wichtigste, um ihn zu haben. Wenn ich jetzt den Deckel öffne, natürlich haben wir die beiden Tasten, die Start-Taste und die Home-Taste. Sie können also starten und stoppen, indem Sie auf die Start-Taste klicken, und Sie können den Roboter zu seiner Home-Station zurückschicken, indem Sie auf die Home-Taste klicken. Dann haben wir zwei Tanks. Da ist der Wassertank, den Sie leicht herausnehmen und dann genau hier auffüllen können. Und er gibt automatisch Wasser auf das Wischpad. Also ja, das war es im Grunde schon. Es steht dort keine Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass Sie kein Reinigungsmittel dafür verwenden, denn diese Art von Tank ist nicht für die Verwendung von Reinigungsmitteln geeignet. Dann ist hier unser Staubbehälter, der automatisch in die Station entleert wird und natürlich den Filter enthält. Er ist ziemlich groß, sodass der Roboter in den meisten Fällen während der Reinigung nicht zur Station zurückkehren muss, um seinen Behälter zu leeren, da er ziemlich groß ist. Nun schauen wir uns das letzte an, und zwar die Unterseite des Roboters. Er hat 4 Sensoren. Das sind sogenannte Absturzsensoren, damit der Roboter nicht die Treppe herunterfällt oder ähnliches. Es gibt natürlich Räder. Das ist der Teil, an dem man das Wischpad befestigt. Er hat 2 Hauptbürsten, die sich wahrscheinlich in entgegengesetzte Richtungen drehen, zur Mitte hin zwischen ihnen. Also er macht das sehr effizient, sehr wahrscheinlich. Dann gibt es diese Ladekontakte, das Rad sowie diese seitlichen Motorräder und die Seitenbürste, die sich dreht, um den Staub von den Kanten aufzunehmen. Und das wäre es eigentlich schon zu diesem Roboter. Ich sehe hier eigentlich nichts weiter. Schauen Sie sich also gerne weitere Videos auf unserem Kanal an. Ich hoffe, dieses hier war hilfreich. Vergessen Sie nicht zu liken und zu abonnieren, und wir sehen uns im nächsten Video.